Ich habe das vorige Mal über die Einweihung und die Selbsterziehung gesprochen. Und ich habe dann gesagt, dass im Altertum die Schüler auserwählt wurden und dass in der modernen Zeit der Mensch sich selbst auswählt. Nun ist es natürlich immer so, meine Videos beschränke ich so ungefähr auf 20 Minuten, weil ich das Medium nicht geeignet finde für mehr. Aber ein Nachteil ist dann natürlich doch, dass man immer nur sehr wenig darstellen kann und es immer dann auch etwas extrem sein könnte. Denn eigentlich gehört dazu, wenn ich sage, der Mensch wählt sich selbst aus, da gehört dazu, dass man sich natürlich dann bewusst ist, dass ein Mensch dazu kommt, sich auszuwählen, weil seine Vorgeschichte ihn dazu führt. Es ist natürlich nicht aus dem Nichts, dass ein Mensch plötzlich ein Eingeweihter werden würde oder wollte, denn das hat natürlich eine Vergangenheit. Und auch wenn man sich selbst überschätzt, dann noch ist es natürlich so, dass da in der Vergangenheit Impulse liegen, die dann im Jetzt tätig werden. Und das ist auch eine Art von auserwählt sein. Nur kommt das nicht von außen, das kommt von innen, aber natürlich dann im Innern doch mehr oder weniger vom Außen. Also das muss man immer natürlich ganz ausführlich durchdenken und auch besprechen. Und das habe ich das letzte Mal natürlich nicht getan. Ich habe gesagt, man wählt sich selbst aus. Und dann ist es auch noch so, da kann man sich selbst auswählen und ganz ernsthaft mit der Meditation anfangen und dann gelingt es nicht, zum Beispiel. Das hängt dann damit zusammen, auch wiederum mit der Vergangenheit. Was hat dieser Mensch in der Vergangenheit schon gemacht? Das kann man nicht immer wissen, meistens weiß man es gar nicht, aber das zeigt sich dann in dasjenige, was sich während der Meditation ereignet. Und man kann sagen, man hat gar nicht das Sagen darüber, ob man in die geistige Welt hineinkommen kann. Ob man da zugelassen wird, das hängt von vielem ab und am wenigsten davon, was der Mensch selbst will. Das musste ich natürlich doch noch hinzufügen. Und wenn wir dann die Selbsterziehung betrachten, und ich sage, ja, man müsste eigentlich seine moralische Schwächen anschauen lernen, dann bedeutet das nicht, dass man die Ereignisse vom Tag oder vom Jahr oder so etwas als Ereignisse nimmt, sondern dass man versucht, hinter die Ereignisse, hinter den Ereignissen zu schauen, was eigentlich die moralische Schwäche ist. Denn es geht natürlich nicht um die alltäglichen Details, sondern es geht darum, was ist der Mensch nun eigentlich und inwieweit müsste das Gewissen darauf hinweisen, dass es noch bestimmte Mangel gibt. Und ja, wenn man dann zum Beispiel am Abend zurückschaut und sieht,
dass man wiederum seine Administration nicht geführt hat, obwohl man es schon seit Tagen oder Wochen sich vornimmt, ich muss das tun, und man tut es nicht, man tut es nicht, man tut es nicht. Ist das eine moralische Schwäche? An sich kann man das natürlich so nicht sagen. Aber was darunter an Schwäche dazu führt, dass man es nicht tut, das ist etwas anderes. Und das ist eigentlich, was wir anschauen müssten. Und dann kann man natürlich sagen, ja, dann muss ich zu fantasieren anfangen, denn ich weiß nicht, warum ich es nicht tue. Aber das glaube ich nicht. Ich denke, dass jeder Mensch schon sehr wohl weiß, wenn er oder sie nur genau zuschaut, sehr wohl weiß, was darunter an Schwäche liegt. Ich kann natürlich einiges aufzählen, aber jeder Mensch kann das für sich selbst tun und wissen, was es eigentlich ist, warum diese Schwäche der Tat auftritt aufgrund einer moralischen Schwäche. Und wenn wir dann darin Fortschritte machen, die Fortschritte sind dann, dass wir immer genauer und besser anschauen können, was diese moralischen Schwächen noch sind. Wenn wir darin Fortschritte machen, dann kommt ein Augenblick, in dem man etwas Neues tun kann und auch tun sollte. Das ist, dass man es nicht mehr belässt bei einfach anschauen und vielleicht ausbessern, was man findet, sondern dass man sich auch fragt, ja, wie ist es nun eigentlich möglich, dass ich zwei Menschen bin? Ich bin der Mensch, den ich anschaue, der schwache Mensch, der so viel auszubessern hat. Aber zu gleicher Zeit bin ich scheinbar auch der Mensch, der weiß, dass es Schwächen sind, der wissen kann, was für Schwächen das sind und der auch wissen kann, wie sie ausgebessert werden. Für mich ist das eigentlich der beste Beweis, dass der Mensch nicht nur der Mensch ist, der im Leibe herumläuft, sondern dass es noch einen anderen Menschen gibt, der nicht einig damit ist, was der erste Mensch tut. Nicht immer, wenigstens. Oft auch schon, ein wenig. Aber eigentlich ist der scharfste Kritiker dieser zweite Mensch, von dem ich weiß, das bin ich doch auch selbst. Aber das ist nicht das Selbst, das ich anschaue und worin ich all diese Schwächen konstatiere. Das ist doch ein Beweis dafür, dass ich auch ein Mensch bin, der in der moralischen Welt zu Hause ist. Es kann doch nicht anders sein, denn sonst würde ich das alles nicht feststellen können und schon gar nicht würde ich wissen, wie ich ein mehr moralischer Mensch werden könnte. Also das ist der nächste Schritt in Richtung der Einweihung, dass man es bei seinen Übungen zur Selbsterziehung nicht belässt bei Anschauen, sondern dass man auch lernt, sich mehr oder weniger umzudrehen und diese andere Wesenheit bewusst
zu werden, die das alles weiß und kann. Nun ist das Interessante, dass der Philosoph, Idealist Fichte dies genau beschrieben hat. Rudolf Steiner schließt dabei an in Vorträge und führt aus, dass bei Fichte es so unglaublich deutlich ist, dass er das Ich findet, aber dass er nicht nur das gewöhnliche Selbst findet, sondern auch dieses Selbst, das zur Entwicklung imstande ist. Und dieses Selbst ist der Zuschauer. Der geht mit uns mit und ist immer überall dabei. Und wir wissen es nicht, weil wir das Bewusstsein nicht ausdehnen zu diesem Selbst, das in dem Gewissen zu Hause ist. Es ist ein unglaublich wichtiger Schritt auf dem Weg der Selbstentwicklung, dass man nicht nur seine Schwäche anschaut und versucht, durch die Anschauung sie auch zu überwinden, sondern dass man zurückschaut zu demjenigen, der das alles scheinbar weiß und auch tun kann. Das wäre eine Tathandlung, ein Wesen, das tut. Es schaut zu, aber es ist zu gleicher Zeit auch das Wesen, das imstande ist, dasjenige, was es anschaut, zu einer Fähigkeit zu machen. Und wenn wir die Waldorfpädagogik bedenken, dann gibt es da diese merkwürdige Erscheinung, dass man bestimmte Lerninhalte, dass man die nicht fortwährend hintereinander doziert, sondern dass da immer Pausen gemacht werden. Warum? Weil diese Pausen gerade dazu da sind, dass dasjenige, was gelernt wurde an Tatsachen oder Fähigkeiten, dass das sich verwandeln kann durch die Tätigkeit des Zuschauers, des zweiten Menschen, der beim Kind natürlich auch da ist, aber in einer ganz anderen Funktion, dass diese Lerninhalte sich verwandeln können in bleibende Fähigkeiten. Und in diesem Sinn können wir, wenn wir älter sind, noch immer sein wie die Kinder, denn wir können allerlei mögliche Dinge lernen. Wir können auch unsere moralische Schwächen anschauen lernen, aber es geht letztendlich darum, dass dieser höhere Mensch erkannt wird und dass wir in dieser Erkenntnis schauen lernen, da in diesem höheren Menschen, da lebt die geistige Welt.